So occasionally I'll look behind to see who's with me. Und manchmal drehe ich mich dann um zu schauen, wer da noch hinter mir The ist. smart riders are right behind me Die schlauen Fahrer, die sind direkt hinter mir, because they're following the draft. denn sie sind sozusagen in meinem Windschatten. But Josh is gone. Josh ist weg. There's no trees. Da gibt es aber keine Bäume, There's no cars. keine Autos. He's not in the road. He's not dead. Und er liegt auch nicht tot auf der Straße. So we stop. Wir halten an. Where's Josh? Wo ist Josh? And then all of a sudden he comes out of the corn. Und plötzlich biegt er um die Ecke. I'm okay. Es geht mir gut. I was distracted. Ich war abgelenkt. Right into the corn. Ja, ist abgebogen. What is he thinking? Was denkt er eigentlich? I mean, you're riding along, and all of a sudden, oh. Ja, man fährt da so lang und plötzlich. The disciples were so distracted in their thinking. Die Jünger waren so abgelenkt in ihrem Denken. Many of them were fishermen. Viele von ihnen waren Fischer. They knew the sea very well. Sie kannten den See sehr genau. They were familiar with the problems that faced the Sea of Galilee. Und sie kannten jedes Problem, jede Besonderheit dieses Sees. You see, the Sea of Galilee is very low in the valley. Ihr wisst, der See Genezareth ist sehr tief. And up high in the mountains, there's much hotter air. Und oben auf den Bergen ringsherum ist warme Luft. In the evening when the sun sets, und am Abend, wenn die Sonne sinkt, all of a sudden the air cools very quickly. Kühlt sich diese Luft sehr schnell ab. And this is very problematic for the Sea of Galilee. Für den See Genezareth bringt das große Schwierigkeiten. In that instant that the air cools, it drops immediately down to where the warmer air is. Denn wenn sich diese warme Luft auf den Bergen abkühlt, sinkt sie sofort herunter. Right there on the Sea of Galilee, a sudden storm comes up. Und auf diesem See gibt es plötzlich einen Sturm. And as quickly as it comes, it goes very quickly. Und so schnell wie das kommt, geht es auch wieder. And we find in that moment that it came, it caught the disciples off guard. Aber in dem Moment stellen wir fest, wo das Ganze passiert, trifft es die Jünger unvorbereitet. And here are the disciples in the boat rowing. Und hier sind also die Jünger, die im Boot rudern. All 12 of them were rowing. Alle 12 sind am Rudern. I want you to turn to John chapter 6. Schlag auf Johannes Kapitel 6. In John chapter 6 verse 18. Johannes Kapitel 6 Vers 18. In John's account, it says that suddenly there arose a violent storm. Im Bericht von Johannes heißt es, dass plötzlich dort ein starker Wind wehte. How violent was the storm? Wie stark oder wie zerstörerisch war dieser Wind? John chapter 6 verse 18. Johannes 6, 18. Then the sea rose, and because a great wind was blowing. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. How far does it say in the next verse that they rode? Wie weit sagt es im nächsten Vers sind sie gekommen? It said they rode for 3 to 4 miles. Es heißt dort übersetzt, dass sie 3 bis 4 Meilen, also 6 bis 8 Kilometer. They had rowed for 5 to 6 kilometers. Also 5 bis 6 Kilometer waren sie gerudert. What really should have been only 1 hour in rowing. Was eigentlich so etwa eine Stunde rudern But benötigt. this storm arose very quickly. Aber der Sturm kommt so schnell. These fishermen should have known. Die Fischer hätten es wissen The müssen. disciples who were fishermen should know that when the evening comes, you don't go into the middle of the ocean, Die the Jünger, sea. die Fischer hätten wissen müssen, dass man am Abend nicht in die Mitte vom See fährt. They know that they should stay close to the shore. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich ans Ufer halten müssen. Now you might think this is a little sea, but it's really only a little lake. Nun, ihr mögt denken, das ist ein riesiger See, aber es ist eigentlich nur ein kleiner See. But you don't understand, some lakes can be very dangerous. Aber ihr müsst verstehen, manche auch kleine Seen können sehr tückisch sein. I live only about 20 kilometers from Lake Michigan. Ich wohne etwa nur 20 Kilometer vom Michigan-See entfernt. Lake Michigan and Lake Superior are notorious lakes for storms. Und der Michigan-See und der Notorious-See sind bekannt für Stürme. And I was talking with several seamen people. Und ich habe mit verschiedenen Seeleuten gesprochen.
And they explained to me why the storms on those lakes can be very dangerous. Und sie haben mir erklärt, warum auf diesen Seen die Stürme sehr gefährlich sind. Storms out on the ocean create waves that have slower frequency to them. Die Stürme auf dem offenen Meer schaffen Wellen mit einer sehr niedrigen Frequenz. Sometimes the wave comes up and then it comes back down and then the next one comes up. Also die Wellen kommen hoch, gehen wieder runter, kommen wieder hoch. But in Lake Michigan, in that type of storm, the waves are very, very quick. Aber auf dem Michigansee haben die Wellen eine sehr kurze Frequenz. Sie gehen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. And the swells could be as high as from down here all the way to the top. Und der Höhenunterschied könnte also von hier bis dort oben gehen. And when you have a little boat on a lake, that's not very safe. Und wenn du dann ein kleines Boot hast auf diesem See, dann bist du nicht gerade And so we sicher. find that the disciples, their thoughts were so preoccupied. Wir stellen fest, dass die Gedanken der Jünger sind beschäftigt mit etwas anderem. So when this storm arose, it caught them by great surprise. Und als dieser Sturm nun aufzieht, überrascht er sie. And in fact, this storm just didn't come on its own. Aber es war ja nicht nur der Sturm, der kam. The Lord caused the storm to happen. Also der Sturm kam nicht von sich selber, sondern es war der Herr, der diesen Sturm Jesus schickte. knew what they were thinking. Jesus wusste, was sie dachten. They were thinking that they wanted to put him on the throne. They were so preoccupied with talking about this. Sie dachten nur daran, wie sie ihn auf den Thron setzen würden. Jesus needed to divert their thinking. Und Jesus musste jetzt ihr Denken davon wieder And wegbringen. so he gave them something else to afflict their souls, to occupy their thinking. Und so gab er ihnen jetzt etwas anderes, um ihre Seele dahin zu bringen, von diesem Denken wegzukommen. You see, God does this sometimes to create a burden for us to trouble ourselves. Schaut, Gott macht es manchmal so, dass er uns eine Last auferlegt, um unser Denken wieder in Bewegung zu bringen. Immediately, when the storm arose, In dem Moment, wo der Sturm aufkommt, all discussion of the day stopped. endet jede Diskussion über diesen Tag. Their one focus was to make sure the boat did not sink. Und ihr ganzer Blick geht jetzt darauf, zu verhindern, dass das Boot kentert. At that very moment, the storm was so bad In diesem Moment ist der Sturm so schlimm, that they had forgotten themselves, dass sie sich komplett selber vergessen. and they believed that their whole boat would be lost. Und sie erwarteten, dass ihr ganzes Boot verloren geht. It was late at night. Es war spät abends, It was late at night. It was already dark. es war wirklich spät abends, es war dunkel. You have to remember, these boats, they don't have lights. Vergesst nicht, diese Boote haben keine Beleuchtung. Because there was a storm that arose, there were no clouds. Und während des Sturmes, There were no stars. wegen des Sturmes gab es auch keine Sterne. They were in total darkness, Es war komplette Dunkelheit. except for what they could see of the lights along the shore. Außer diese Lichter, die sie vielleicht an der Küste sehen konnten. And here, as they were rowing and emptying the boat themselves, Und während sie also rudern und das Boot leer schöpfen, all of a sudden terror takes over them. kommt plötzlich ein großer Schrecken über sie. Their hands that were held onto the oars so tightly, Die Hände, die an diesen Rudern so festhielten, they gripped onto those oars like steel. waren wie aus Stahl, wie sie da so festhielten. But we find that as soon as they saw what they did, they let go of everything. As soon as they were holding onto the oars and they saw something and they let go immediately. Und dann lesen wir aber, dass sie plötzlich etwas sehen und die Ruder loslassen. Their eyes were so focused on what they saw they could not believe it. Ihre Augen sind so fixiert auf das, was sie sehen, und sie konnten es nicht glauben. They saw a mysterious figure walking on the water. Sie sehen eine geheimnisvolle Figur, die dort auf dem Wasser geht. Actually, at first they didn't see it walking. They just saw something coming towards them. Zunächst sehen sie nicht, dass da jemand läuft. Sie sehen nur, etwas kommt. And they were totally taken over by terror. Und sie werden von einem großen Schrecken befallen. And as that image continued to come closer and closer, Und während also diese Erscheinung näher kommt, the image was not actually coming towards them. dieses Bild kommt da nicht eigentlich auf sie zu, That image was actually paralleling them, passing them. sondern diese Erscheinung ging eigentlich parallel an ihnen vorbei.
And that image was actually Jesus. Das war Jesus. And they're looking, and all of a sudden they see Jesus walking by. Und plötzlich sehen sie also, wie Jesus dort vorbeigeht. And you can see the disciples in the boat. Und könnt ihr die Jünger sehen dort im Boot? Doubting Thomas. Der zweifelnde Thomas, He says to John, wie er zu Johannes sagt, you know, if we weren't sinking, I would think that that was Jesus. der sagt, also wenn wir nicht gerade am Sinken wären, dann würde ich denken, das wäre Jesus. Peter takes another look. Und Petrus schaut nochmal genau hin He says, it is Jesus. und er sagt, das ist ja Jesus. And all of a sudden, they were totally beside themselves. Und plötzlich stehen sie völlig neben sich. Amid the waves going up and down, here Jesus is walking along the water. Mitten zwischen diesen Wellen, die hoch und runter gehen, geht Jesus mitten durch das Wasser. For the moment, they were afraid. Für einen Moment haben sie Angst, In the next second, they were filled with joy. aber im nächsten Moment sind sie voll Freude. And so Peter calls out to the Lord, Und so ruft Petrus dem Herrn entgegen. Lord, if that's you, Herr, wenn du das bist, call me to come out. dann befiehl mir, dass ich zu dir herüberkomme. And Jesus said, come. Und Jesus sagt, komm. Peter takes one step out of the boat. Und Petrus nimmt einen Schritt aus dem Boot heraus And he puts his foot not into the water, but on top of the water. und er setzt seinen Fuß nicht ins Wasser, sondern aufs Wasser. And he's thinking, this is good. Und er sagt, das ist gut. So now he has to take his foot out of the boat onto the other part of the water. Und jetzt muss er sein zweites Bein nachziehen And he aufs Wasser. steps down on something solid. Und er tritt auf etwas Festes. And he's thinking, this is great. Und er denkt, das ist großartig. Look, I'm walking on water. Schaut, ich gehe auf dem Wasser. And all of a sudden he turns around to look at the disciples. Und dann dreht er sich um zu den Jüngern zu schauen. Now let me ask you, Lasst mich euch fragen. why would you look at the disciples? Warum würdest du in dem Moment zu den Jüngern Except to schauen? say, hey, check me out. I'm walking on water. Außer zu sagen, hier, schaut her, ich gehe auf Wasser. I mean, why else would you look at them? Warum sonst hätte er sich umdrehen sollen? It's like somebody who drives into church with a brand new Mercedes-Benz. Das ist wie jemand, der zur Gemeinde kommt mit einem nagelneuen Mercedes. It's nice and shiny. Der sieht schön aus und And so, glänzt. you don't want to play rock music or anything like that. Also wir wollen ja keine Rockmusik spielen. So you drive in very slowly. Deswegen fährst du da so ganz langsam vor. You put your foot on the clutch. Und dann trittst du auf die Kupplung. And you put your foot more on the gas. Und dann gibst du so ein bisschen Gas. But you go very slowly. Aber ganz langsam. And you want people to look at you. Und du möchtest, dass die Leute dich sehen. Hey, look at so-and-so is driving a new car. So schaut, oh, der Bruder, der fährt ein neues Auto. And Peter's standing in the water. Petrus steht dort auf dem Wasser. Hey, Thomas, look. Und er sagt, hey Thomas, schau. But you know what happens? Wisst ihr, was passiert? In that very instant that we take our eyes off Jesus, In dem Moment, wo wir unsere Augen von Jesus nehmen, the one who sustains us, the one who allows us to walk on the water, von dem, der uns erlaubt, auf dem Wasser zu gehen, der uns erhält, immediately we begin to sink. unmittelbar fangen wir an zu sinken. Pride is what sinks us. Der Stolz ist es, der uns sinken lässt. Peter begins to sink deeper into the water, Petrus beginnt tiefer und tiefer ins Wasser zu and the sinken. waves begin to roll over him. Und die Wellen fangen an, über ihm zusammenzuschlagen. He knows he's gone. Und er weiß, er ist verloren. Peter has no choice. Petrus hat keine Wahl. He looks to the Savior, Und er schaut auf den Erlöser. and he says 3 words. Und er sagt 3 Worte. Lord, Herr, save me. rette mich. You know, I don't know. It's a good thing I'm not Jesus. Es ist gut, dass ich nicht Jesus bin. Because I can envision Peter was only probably about up to here in water. Ich stelle mir vor, dass Petrus vielleicht so bis etwa hier im Wasser war. I mean, I'm not as gracious as Jesus. Ich bin nicht so gnädig wie Jesus. I would like people to sweat a little bit more. Ich würde die Menschen gerne noch ein bisschen länger zappeln lassen. I would probably wait till Peter was about here, Ich hätte vielleicht gewartet, bis Petrus bis hier im Wasser gewesen wäre, so that he'd have to put his nose above the water. sodass er seine Nase übers Wasser heben musste. But the moment we cry out, Lord, save us, Aber es ist in dem Moment, wo wir ausrufen, Herr, rette uns, Jesus is not deaf to our cry. ist Jesus nicht taub.
immediately Jesus extends his hand. Und